Hallo liebe Wortwanderer! Ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr widmet nicht nur Zeit dem Erlernen der deutschen Sprache, sondern macht auch gleichzeitig eure Träume wahr. Heute möchte ich euch Darko vorstellen, einen freundlichen und mitfühlenden jungen Mann, dessen Traum es ist, denjenigen zu helfen, die in Not sind. Wir hoffen, dass euch das Video gefällt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und magst, was wir tun, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, damit du keine zukünftigen Möglichkeiten verpasst, mit uns zu lernen. Und nun lasst uns unsere Sprachreise beginnen. Dieser junge Serbe ist Darko. Er ist 25 Jahre alt. Darko ist stark und fit, weil er gerne Sport treibt. Er arbeitet hart, aber er hat auch Spaß daran. Seit seiner Kindheit interessierte sich Darko dafür, Menschen zu helfen. Seine Großmutter war Deutsche, deshalb wuchs er mit sehr guten Deutschkenntnissen auf. Das half ihm sehr, als er entschied, nach Deutschland zu ziehen. Er wollte Gesundheits- und Krankenpfleger werden, also begann er eine Pflegeausbildung in Deutschland. Während seiner Ausbildung lernte Darko viele Dinge. Er arbeitete in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Er half Ärzten und kümmerte sich um Patienten. Die Ausbildung war nicht immer einfach, aber Darko war sehr engagiert. Er wollte ein großartiger Krankenpfleger werden und den Menschen helfen, sich besser zu fühlen. Nun hat Darko seine Ausbildung abgeschlossen und er möchte einen guten Job in einem großen Krankenhaus finden. Heute hat er ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Er ist ein bisschen nervös, aber auch aufgeregt. Er weiß, dass dies seine Chance ist, seinen Traumjob zu beginnen. Lassen Sie uns ihm viel Glück wünschen. Darko sitzt im Wartezimmer des Krankenhauses. Er trägt ein sauberes, dunkelblaues Hemd und schwarze Hosen. Seine Hände ruhen auf seinen Knien und er sitzt mit aufrechter Haltung. Er möchte professionell wirken, obwohl er ein wenig nervös ist. Das Wartezimmer ist ruhig. Es gibt ein paar Stühle, einen Tisch mit Zeitschriften und ein großes Fenster. Draußen kann er Rettungswagen sehen, die ankommen, und Ärzte, die schnell laufen. Er atmet tief ein. Dies ist ein normaler Tag im Krankenhaus. Bald werde ich ein Teil davon sein, denkt er. Eine Frau am Empfang schaut auf und lächelt. Herr Darko, bitte. Darko steht schnell auf und geht auf sie zu. Ja, das bin ich. Bitte folgen Sie mir. Herr Müller aus der Personalabteilung wartet auf Sie. Darko nickt und folgt ihr den Flur entlang. Sein Vorstellungsgespräch steht kurz bevor. Das Büro ist hell und gut organisiert. Herr Müller, ein Mann Mitte 40 mit einem formellen Anzug, sitzt an seinem Schreibtisch. Er lächelt und deutet auf einen Stuhl, damit Darko sich setzt. Guten Tag, Herr Darko. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Ja, danke. Ich bin ein bisschen nervös, aber auch sehr gespannt. Das ist normal. Keine Sorge, wir führen hier ein entspanntes Gespräch. Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Sie sind 25 Jahre alt, richtig? Ja, das stimmt. Gut. Und wo haben Sie Ihre Pflegeausbildung abgeschlossen? Ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht, in einer großen Klinik in Frankfurt. Das ist sehr gut. Was war für Sie schwieriger, die theoretischen Studien oder die praktischen Aufgaben? Ehrlich gesagt, beides war gleich interessant für mich. Die Theorie hat mir geholfen, die Krankheiten und Behandlungen besser zu verstehen. Aber die Praxis war besonders spannend, weil ich direkt mit den Patienten arbeiten konnte. Die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, waren sehr hilfsbereit und ich habe viel von ihnen gelernt. Das klingt sehr positiv. Gab es trotzdem eine besondere Herausforderung für Sie? Ja. Für mich war die größte Herausforderung der Umgang mit schwierigen Patienten. Manche Patienten sind sehr wütend oder schlecht gelaunt wegen ihrer Krankheit.
aber das hat mir nur noch mehr Motivation gegeben, ihre Situation zu verstehen und ihnen bestmöglich zu helfen. Interessant. Wie sind Sie mit diesen schwierigen Patienten umgegangen? Ich habe schnell gelernt, dass nicht jeder Patient gleich ist. Manche wollen lieber weniger Kommunikation, andere werden freundlicher, wenn man mit ihnen über spannende Themen spricht, nicht nur über ihre Gesundheit. Ich habe versucht, mich jeder Person individuell anzupassen. Klingt nach einer sehr einfühlsamen Herangehensweise. Gab es Fälle, wo Sie Grenzen überschreiten mussten? Nie auf eine unangemessene Weise. Ich habe immer professionell gearbeitet. Manche Patienten wollten einfach persönliche Gespräche, um sich besser zu fühlen. Solange sie sich wohlfühlten, war das für mich kein Problem. Verstehe. Gibt es eine bestimmte Patientengruppe, mit der Sie besonders gerne arbeiten? Ja, ich interessiere mich besonders für Patienten mit schweren Verletzungen. Ich möchte ihnen helfen, wieder stark und gesund zu werden. Das ist ein wichtiges Gebiet. Warum genau haben Sie sich darauf spezialisiert? Weil es nicht nur körperliche, sondern auch psychische Heilung braucht. Und dafür muss man selbst fit, gesund und zuverlässig sein. Deshalb halte ich mich immer in guter Form. Sehr gut. Ich sehe, Sie haben eine klare Vision für Ihre Arbeit. Herr Darko, ich sehe, dass Sie sehr engagiert und leidenschaftlich in Ihrem Beruf sind. Wir haben auch positives Feedback von Ihrem vorherigen Arbeitgeber erhalten. Es war wirklich eine Freude, Sie kennenzulernen. Wir haben Ihre Kontaktdaten und werden uns bald bei Ihnen melden. Wahrscheinlich werden Sie in einer Woche unsere leitende Krankenschwester treffen, um den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess zu besprechen. Vielen Dank, Herr Müller. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sie stehen auf, schütteln sich fest die Hand. Darko verlässt das Büro mit einem positiven Gefühl, seine Brust ist voller Stolz und Aufregung. Die erste große Hürde ist geschafft, jetzt wartet die nächste Herausforderung. Darko weiß, dass der nächste Schritt im Vorstellungsgespräch wichtig ist. Aber er versteht auch, dass Sorgen nichts verändern werden. Statt sich zu stressen, entscheidet er sich, seine einwöchige Pause zu genießen. Jeden Morgen wacht er früh auf, macht sich eine starke Tasse Kaffee. Er verbringt seine Zeit mit Lesen. In nur einer Woche hat er 2 Bücher beendet. Eines über medizinische Innovationen und ein weiteres, ein klassischer serbischer Roman, der ihn an seine Heimat erinnert. Um seinen Kopf frei zu bekommen, geht er lange Spaziergänge im Park, genießt die frische Luft und die Geräusche der Natur. Er bleibt auch bei seinem Fitnessprogramm, weil er weiß, dass es für seine Arbeit als Pfleger wichtig ist, stark und gesund zu bleiben. Abends schaut er Filme, seine liebste Art, sich zu entspannen. Dann eines Nachmittags, als er auf der Couch sitzt, Tee trinkt und ein Buch liest, vibriert sein Handy. Auf dem Bildschirm erscheint eine unbekannte Nummer und sein Herz macht einen Sprung. Schnell greift er zum Telefon und nimmt ab. Hallo, hier ist Darko. Guten Nachmittag, Herr Darko. Hier ist Laura vom Krankenhaus. Wir möchten Sie zu dem nächsten Schritt im Bewerbungsprozess einladen. Sie werden sich mit unserer leitenden Krankenschwester, Frau Gruber, zu einer detaillierteren Besprechung Ihrer Rolle hier treffen. Das sind großartige Neuigkeiten. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wann soll ich kommen? Wir schauen uns nächsten Montag um 10 Uhr an. Bitte lassen Sie uns wissen, ob das für Sie passt. Ja, Montag passt perfekt. Ich werde da sein. Nochmals vielen Dank. Gern geschehen, Herr Darko. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu treffen. Einen schönen Tag noch. Er legt auf, fühlt eine Welle der Erleichterung, die sich mit Aufregung vermischt. Er atmet tief ein und lehnt sich zurück auf die Couch. Das ist es. Der nächste Schritt. Er weiß, dass er bereit ist.
Es ist Montagmorgen und Darko kommt im Krankenhaus an. Seine Handflächen sind etwas schwitzig, aber er fühlt sich zuversichtlich. Er folgt den Schildern zum Personalbereich und wird in ein kleines, aber gemütliches Büro geführt, wo Frau Gruber, die leitende Krankenschwester, auf ihn wartet. Frau Gruber ist in ihren Mitte 40, mit kurzen, praktischen Haaren und einem ruhigen, aber selbstbewussten Auftreten. Sie steht auf, um ihn mit einem festen Händedruck zu begrüßen. Guten Morgen, Darko. Bitte setzen Sie sich. Guten Morgen, Frau Gruber. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich zu treffen. Ich habe Ihren Lebenslauf durchgesehen und von Ihrer Ausbildung gehört. Jetzt möchte ich Sie etwas besser kennenlernen. Lassen Sie uns mit einer einfachen Frage beginnen. Warum haben Sie sich für den Beruf der Pflege entschieden? Ich habe schon immer Menschen helfen wollen. Als Kind habe ich gesehen, wie wichtig es ist, sich um diejenigen zu kümmern, die leiden, sei es durch eine Krankheit oder eine Verletzung. Ich interessiere mich für Gesundheit, solange ich mich erinnern kann. Während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich die Herausforderung, Menschen zu helfen, wirklich genieße, selbst wenn es nur für einen Moment ist. Aber was mich am meisten an der Pflege fasziniert, ist die Möglichkeit, einen echten positiven Unterschied im Leben eines Menschen zu machen, besonders bei denen mit schweren Verletzungen. Das ist wunderbar. Es ist klar, dass Sie eine echte Leidenschaft für den Beruf haben. Nun möchte ich mehr über Ihre Erfahrungen während Ihrer Ausbildung erfahren. Gab es einen besonderen Moment oder eine Erfahrung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Es gab so viele Momente, aber einer, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war, als ich einem Patienten geholfen habe, der bei einem schweren Autounfall verletzt wurde. Zunächst war er sehr wütend und wollte mit niemandem sprechen. Es war anfangs schwierig, aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht nur auf seine Verletzungen konzentrieren musste, sondern seine Emotionen verstehen musste. Nach ein paar Tagen begann ich mit ihm über Dinge zu sprechen, die ihm wichtig waren. Filme, seine Lieblingssportmannschaften. Und das hat ihm geholfen, sich ein wenig zu öffnen. Es war ein kleiner Sieg, aber es hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, auf einer persönlichen Ebene mit Menschen zu verbinden. Das ist ein tolles Beispiel für Empathie. Es ist so wichtig, über die Symptome hinauszusehen und die Person zu verstehen. Nun, Pflege ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, sowohl körperlich als auch emotional. Wie gehen Sie mit Stress um, besonders in schwierigen Situationen? Ich denke, der Schlüssel ist Balance. Ich bleibe fit und gesund, um meinen Körper stark zu halten, aber ich achte auch darauf, mir Zeit für mich selbst zu nehmen, um mich zu erholen. Wenn ich nicht arbeite, lese ich gerne oder schaue Filme. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Und wenn es im Job stressig wird, konzentriere ich mich darauf, was ich in dem Moment tun kann, um zu helfen. Manchmal ist das Wichtigste, einfach für den Patienten da zu sein, auch wenn es in Bezug auf Behandlung nicht viel zu tun gibt. Das ist ein sehr gesunder Ansatz. Nun lassen Sie uns über Teamarbeit sprechen. Wie Sie wissen, ist Pflege nie ein Einzeljob. Sie werden mit Ärzten, anderen Krankenschwestern und dem Krankenhauspersonal zusammenarbeiten. Wie gehen Sie damit um, im Team zu arbeiten, besonders wenn es Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Ansichten gibt? Ich glaube, dass offene Kommunikation der Schlüssel ist. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, versuche ich immer, anderen zuzuhören und sicherzustellen, dass wir uns gegenseitig verstehen. Ich finde es wichtig, die Expertise jedes Einzelnen zu respektieren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Während meiner Ausbildung habe ich mit einem Team von Krankenschwestern gearbeitet, die sehr unterstützend waren, und wir haben viel voneinander gelernt. Wenn ich jemals mit jemandem nicht einverstanden war, habe ich darauf geachtet, dies konstruktiv und respektvoll anzusprechen, und das hat uns am Ende geholfen, besser zusammenzuarbeiten. Gut. Teamarbeit ist in diesem Beruf unerlässlich. Nun lassen Sie uns über eine herausfordernde Situation sprechen. Sie werden unweigerlich auf Patienten treffen, die sehr schwierig sind, sei es, weil sie Schmerzen haben, ängstlich oder wütend sind. Wie gehen Sie mit Patienten um, die weniger kooperativ oder schwerer zu erreichen sind?
Es ist definitiv herausfordernd, aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, geduldig zu sein und wirklich zu versuchen, zu verstehen, woher sie kommen. In meiner vorherigen Erfahrung hatte ich Patienten, die nicht sprechen oder sich nicht einmal aus dem Bett bewegen wollten, aber ich habe festgestellt, dass es manchmal schon hilft, einfach ruhig bei ihnen zu sitzen. Ich versuche immer Empathie zu zeigen, auch wenn sie nicht sprechen wollen. Es ist auch wichtig, ihnen, wo immer es möglich ist, Kontrolle über ihre Situation zu geben. Ihnen zu erlauben, zu entscheiden, wann sie etwas tun wollen oder wie sie versorgt werden möchten, kann einen großen Unterschied machen. Sie scheinen ein sehr starkes Verständnis für die Patientenversorgung zu haben. Ich bin beeindruckt. Zum Schluss, Darko, wo sehen Sie sich in den nächsten 5 Jahren? In 5 Jahren hoffe ich, in einer Führungsposition zu sein, vielleicht sogar als Pflegeleiter. Ich möchte meine Fähigkeiten und mein Wissen weiter verbessern, um mehr Patienten zu helfen, besonders denen mit schweren Verletzungen. Aber mehr als das, ich möchte ein Mentor für jüngere Krankenschwestern und Pfleger sein, so wie meine Kollegen es während meiner Ausbildung für mich waren. Ich möchte das Wissen und die Mitgefühl weitergeben, die ich auf diesem Weg gelernt habe. Es klingt, als hätten Sie eine klare Vorstellung von Ihrer Zukunft, Darko. Ich schätze Ihre Leidenschaft, Ihre Hingabe und Ihr Verständnis dafür, was dieser Job erfordert. Sie sind genau die Art von Person, die wir hier brauchen. Vielen Dank, Frau Gruber. Ich bin sehr gespannt auf die Möglichkeit, mit einem so engagierten Team zu arbeiten. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gehört haben, Darko. Sie werden bald von uns hören. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Danke, Frau Gruber. Ich schätze die Gelegenheit wirklich. Darko verlässt das Büro. Sein Herz ist voller Hoffnung. Er ist sich mehr denn je sicher, dass dies der richtige Weg für ihn ist. Nach ein paar Tagen erhält Darko den lang ersehnten Anruf. Sein Herz macht einen Sprung, als er die Stimme am anderen Ende hört. Herzlichen Glückwunsch, Darko. Sie haben uns während der Interviews beeindruckt und wir freuen uns, Ihnen die Stelle anzubieten. Wir sind begeistert, Sie in unserem Team zu haben. Ein Schwall der Erleichterung und Aufregung überkommt ihn. Er ist überglücklich, dass seine harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft für die Gesundheitsversorgung sich ausgezahlt haben. Es ist mehr als nur ein Job. Es ist eine Chance, einen echten Unterschied zu machen, Menschen in Not zu helfen und seinen Lebenstraum zu verwirklichen, sich um andere zu kümmern. Darko atmet tief durch, wissend, dass dies erst der Anfang einer langen und lohnenden Reise ist. Er ist bereit, die Herausforderungen anzunehmen und einen Unterschied im Leben seiner Patienten zu machen, beginnend mit seiner neuen Rolle im Krankenhaus. Seine Reise als Gesundheits- und Krankenpfleger beginnt gerade und er kann es kaum erwarten, seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Liebe Zuhörer, ihr könnt die unbekannten Vokabeln in der Videobeschreibung nachschlagen. Wir empfehlen euch dringend, das Video ohne Untertitel anzusehen, um zu überprüfen, wie viele neue Wörter ihr mittlerweile verstehen könnt. Ihr könnt auch unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine neuen Geschichten vom Wortwanderer-Team verpasst. Dieser junge Serbe ist Darko. Er ist 25 Jahre alt. Darko ist stark und fit, weil er gerne Sport treibt. Er arbeitet hart, aber er hat auch Spaß daran. Seit seiner Kindheit interessierte sich Darko dafür, Menschen zu helfen. Seine Großmutter war Deutsche, deshalb wuchs er mit sehr guten Deutschkenntnissen auf. Das half ihm sehr, als er entschied, nach Deutschland zu ziehen. Er wollte Gesundheits- und Krankenpfleger werden, also begann er eine Pflegeausbildung in Deutschland. Während seiner Ausbildung lernte Darko viele Dinge. Er arbeitete in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Er half Ärzten und kümmerte sich um Patienten. Die Ausbildung war nicht immer einfach, aber Darko war sehr engagiert. Er wollte ein großartiger Krankenpfleger werden und den Menschen helfen, sich besser zu fühlen.
Nun hat Darko seine Ausbildung abgeschlossen und er möchte einen guten Job in einem großen Krankenhaus finden. Heute hat er ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Er ist ein bisschen nervös, aber auch aufgeregt. Er weiß, dass dies seine Chance ist, seinen Traumjob zu beginnen. Lassen Sie uns ihm viel Glück wünschen. Darko sitzt im Wartezimmer des Krankenhauses. Er trägt ein sauberes, dunkelblaues Hemd und schwarze Hosen. Seine Hände ruhen auf seinen Knien und er sitzt mit aufrechter Haltung. Er möchte professionell wirken, obwohl er ein wenig nervös ist. Das Wartezimmer ist ruhig. Es gibt ein paar Stühle, einen Tisch mit Zeitschriften und ein großes Fenster. Draußen kann er Rettungswagen sehen, die ankommen, und Ärzte, die schnell laufen. Er atmet tief ein. Dies ist ein normaler Tag im Krankenhaus. Bald werde ich ein Teil davon sein, denkt er. Eine Frau am Empfang schaut auf und lächelt. Herr Darko, bitte. Darko steht schnell auf und geht auf sie zu. Ja, das bin ich. Bitte folgen Sie mir. Herr Müller aus der Personalabteilung wartet auf Sie. Darko nickt und folgt ihr den Flur entlang. Sein Vorstellungsgespräch steht kurz bevor. Das Büro ist hell und gut organisiert. Herr Müller, ein Mann Mitte 40 mit einem formellen Anzug, sitzt an seinem Schreibtisch. Er lächelt und deutet auf einen Stuhl, damit Darko sich setzt. Guten Tag, Herr Darko. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Ja, danke. Ich bin ein bisschen nervös, aber auch sehr gespannt. Das ist normal. Keine Sorge, wir führen hier ein entspanntes Gespräch. Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Sie sind 25 Jahre alt, richtig? Ja, das stimmt. Gut. Und wo haben Sie Ihre Pflegeausbildung abgeschlossen? Ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht, in einer großen Klinik in Frankfurt. Das ist sehr gut. Was war für Sie schwieriger, die theoretischen Studien oder die praktischen Aufgaben? Ehrlich gesagt, beides war gleich interessant für mich. Die Theorie hat mir geholfen, die Krankheiten und Behandlungen besser zu verstehen. Aber die Praxis war besonders spannend, weil ich direkt mit den Patienten arbeiten konnte. Die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, waren sehr hilfsbereit und ich habe viel von ihnen gelernt. Das klingt sehr positiv. Gab es trotzdem eine besondere Herausforderung für Sie? Ja. Für mich war die größte Herausforderung der Umgang mit schwierigen Patienten. Manche Patienten sind sehr wütend oder schlecht gelaunt wegen ihrer Krankheit, aber das hat mir nur noch mehr Motivation gegeben, ihre Situation zu verstehen und ihnen bestmöglich zu helfen. Interessant. Wie sind Sie mit diesen schwierigen Patienten umgegangen? Ich habe schnell gelernt, dass nicht jeder Patient gleich ist. Manche wollen lieber weniger Kommunikation, andere werden freundlicher, wenn man mit ihnen über spannende Themen spricht, nicht nur über ihre Gesundheit. Ich habe versucht, mich jeder Person individuell anzupassen. Klingt nach einer sehr einfühlsamen Herangehensweise. Gab es Fälle, wo Sie Grenzen überschreiten mussten? Nie auf eine unangemessene Weise. Ich habe immer professionell gearbeitet. Manche Patienten wollten einfach persönliche Gespräche, um sich besser zu fühlen. Solange sie sich wohlfühlten, war das für mich kein Problem. Verstehe. Gibt es eine bestimmte Patientengruppe, mit der Sie besonders gerne arbeiten? Ja, ich interessiere mich besonders für Patienten mit schweren Verletzungen. Ich möchte ihnen helfen, wieder stark und gesund zu werden. Das ist ein wichtiges Gebiet. Warum genau haben Sie sich darauf spezialisiert? Weil es nicht nur körperliche, sondern auch psychische Heilung braucht. Und dafür muss man selbst fit, gesund und zuverlässig sein. Deshalb halte ich mich immer in guter Form. Sehr gut. Ich sehe, Sie haben eine klare Vision für Ihre Arbeit. Herr Darko, ich sehe, dass Sie sehr engagiert und leidenschaftlich in Ihrem Beruf sind. Wir haben auch positives Feedback von Ihrem vorherigen Arbeitgeber erhalten.
Es war wirklich eine Freude, Sie kennenzulernen. Wir haben Ihre Kontaktdaten und werden uns bald bei Ihnen melden. Wahrscheinlich werden Sie in einer Woche unsere leitende Krankenschwester treffen, um den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess zu besprechen. Vielen Dank, Herr Müller. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sie stehen auf, schütteln sich fest die Hand. Darko verlässt das Büro mit einem positiven Gefühl, seine Brust ist voller Stolz und Aufregung. Die erste große Hürde ist geschafft, jetzt wartet die nächste Herausforderung. Darko weiß, dass der nächste Schritt im Vorstellungsgespräch wichtig ist. Aber er versteht auch, dass Sorgen nichts verändern werden. Statt sich zu stressen, entscheidet er sich, seine einwöchige Pause zu genießen. Jeden Morgen wacht er früh auf, macht sich eine starke Tasse Kaffee. Er verbringt seine Zeit mit Lesen. In nur einer Woche hat er 2 Bücher beendet. Eines über medizinische Innovationen und ein weiteres, ein klassischer serbischer Roman, der ihn an seine Heimat erinnert. Um seinen Kopf frei zu bekommen, geht er lange Spaziergänge im Park, genießt die frische Luft und die Geräusche der Natur. Er bleibt auch bei seinem Fitnessprogramm, weil er weiß, dass es für seine Arbeit als Pfleger wichtig ist, stark und gesund zu bleiben. Abends schaut er Filme, seine liebste Art, sich zu entspannen. Dann eines Nachmittags, als er auf der Couch sitzt, Tee trinkt und ein Buch liest, vibriert sein Handy. Auf dem Bildschirm erscheint eine unbekannte Nummer und sein Herz macht einen Sprung. Schnell greift er zum Telefon und nimmt ab. Hallo, hier ist Darko. Guten Nachmittag, Herr Darko. Hier ist Laura vom Krankenhaus. Wir möchten Sie zu dem nächsten Schritt im Bewerbungsprozess einladen. Sie werden sich mit unserer leitenden Krankenschwester, Frau Gruber, zu einer detaillierteren Besprechung Ihrer Rolle hier treffen. Das sind großartige Neuigkeiten. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wann soll ich kommen? Wir schauen uns nächsten Montag um 10 Uhr an. Bitte lassen Sie uns wissen, ob das für Sie passt. Ja, Montag passt perfekt. Ich werde da sein. Nochmals vielen Dank. Gern geschehen, Herr Darko. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu treffen. Einen schönen Tag noch. Er legt auf, fühlt eine Welle der Erleichterung, die sich mit Aufregung vermischt. Er atmet tief ein und lehnt sich zurück auf die Couch. Das ist es. Der nächste Schritt. Er weiß, dass er bereit ist. Es ist Montagmorgen und Darko kommt im Krankenhaus an. Seine Handflächen sind etwas schwitzig, aber er fühlt sich zuversichtlich. Er folgt den Schildern zum Personalbereich und wird in ein kleines, aber gemütliches Büro geführt, wo Frau Gruber, die leitende Krankenschwester, auf ihn wartet. Frau Gruber ist in ihren Mitte 40, mit kurzen, praktischen Haaren und einem ruhigen, aber selbstbewussten Auftreten. Sie steht auf, um ihn mit einem festen Händedruck zu begrüßen. Guten Morgen, Darko. Bitte setzen Sie sich. Guten Morgen, Frau Gruber. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich zu treffen. Ich habe Ihren Lebenslauf durchgesehen und von Ihrer Ausbildung gehört. Jetzt möchte ich Sie etwas besser kennenlernen. Lassen Sie uns mit einer einfachen Frage beginnen. Warum haben Sie sich für den Beruf der Pflege entschieden? Ich habe schon immer Menschen helfen wollen. Als Kind habe ich gesehen, wie wichtig es ist, sich um diejenigen zu kümmern, die leiden, sei es durch eine Krankheit oder eine Verletzung. Ich interessiere mich für Gesundheit, solange ich mich erinnern kann. Während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich die Herausforderung, Menschen zu helfen, wirklich genieße, selbst wenn es nur für einen Moment ist. Aber was mich am meisten an der Pflege fasziniert, ist die Möglichkeit, einen echten positiven Unterschied im Leben eines Menschen zu machen, besonders bei denen mit schweren Verletzungen. Das ist wunderbar. Es ist klar, dass Sie eine echte Leidenschaft für den Beruf haben. Nun möchte ich mehr über Ihre Erfahrungen während Ihrer Ausbildung erfahren. Gab es einen besonderen Moment oder eine Erfahrung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gab so viele Momente, aber einer, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war, als ich einem Patienten geholfen habe, der bei einem schweren Autounfall verletzt wurde. Zunächst war er sehr wütend und wollte mit niemandem sprechen. Es war anfangs schwierig, aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht nur auf seine Verletzungen konzentrieren musste, sondern seine Emotionen verstehen musste. Nach ein paar Tagen begann ich mit ihm über Dinge zu sprechen, die ihm wichtig waren. Filme, seine Lieblingssportmannschaften. Und das hat ihm geholfen, sich ein wenig zu öffnen. Es war ein kleiner Sieg, aber es hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, auf einer persönlichen Ebene mit Menschen zu verbinden. Das ist ein tolles Beispiel für Empathie. Es ist so wichtig, über die Symptome hinauszusehen und die Person zu verstehen. Nun, Pflege ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, sowohl körperlich als auch emotional. Wie gehen Sie mit Stress um, besonders in schwierigen Situationen? Ich denke, der Schlüssel ist Balance. Ich bleibe fit und gesund, um meinen Körper stark zu halten, aber ich achte auch darauf, mir Zeit für mich selbst zu nehmen, um mich zu erholen. Wenn ich nicht arbeite, lese ich gerne oder schaue Filme. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Und wenn es im Job stressig wird, konzentriere ich mich darauf, was ich in dem Moment tun kann, um zu helfen. Manchmal ist das Wichtigste, einfach für den Patienten da zu sein, auch wenn es in Bezug auf Behandlung nicht viel zu tun gibt. Das ist ein sehr gesunder Ansatz. Nun, lassen Sie uns über Teamarbeit sprechen. Wie Sie wissen, ist Pflege nie ein Einzeljob. Sie werden mit Ärzten, anderen Krankenschwestern und dem Krankenhauspersonal zusammenarbeiten. Wie gehen Sie damit um, im Team zu arbeiten, besonders wenn es Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Ansichten gibt? Ich glaube, dass offene Kommunikation der Schlüssel ist. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, versuche ich immer anderen zuzuhören und sicherzustellen, dass wir uns gegenseitig verstehen. Ich finde es wichtig, die Expertise jedes Einzelnen zu respektieren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Während meiner Ausbildung habe ich mit einem Team von Krankenschwestern gearbeitet, die sehr unterstützend waren, und wir haben viel voneinander gelernt. Wenn ich jemals mit jemandem nicht einverstanden war, habe ich darauf geachtet, dies konstruktiv und respektvoll anzusprechen, und das hat uns am Ende geholfen, besser zusammenzuarbeiten. Gut. Teamarbeit ist in diesem Beruf unerlässlich. Nun lassen Sie uns über eine herausfordernde Situation sprechen. Sie werden unweigerlich auf Patienten treffen, die sehr schwierig sind, sei es, weil sie Schmerzen haben, ängstlich oder wütend sind. Wie gehen Sie mit Patienten um, die weniger kooperativ oder schwerer zu erreichen sind? Es ist definitiv herausfordernd, aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, geduldig zu sein und wirklich zu versuchen, zu verstehen, woher sie kommen. In meiner vorherigen Erfahrung hatte ich Patienten, die nicht sprechen oder sich nicht einmal aus dem Bett bewegen wollten, aber ich habe festgestellt, dass es manchmal schon hilft, einfach ruhig bei ihnen zu sitzen. Ich versuche immer Empathie zu zeigen, auch wenn sie nicht sprechen wollen. Es ist auch wichtig, ihnen, wo immer es möglich ist, Kontrolle über ihre Situation zu geben. Ihnen zu erlauben, zu entscheiden, wann sie etwas tun wollen oder wie sie versorgt werden möchten, kann einen großen Unterschied machen. Sie scheinen ein sehr starkes Verständnis für die Patientenversorgung zu haben. Ich bin beeindruckt. Zum Schluss, Darko, wo sehen Sie sich in den nächsten 5 Jahren? In 5 Jahren hoffe ich, in einer Führungsposition zu sein, vielleicht sogar als Pflegeleiter. Ich möchte meine Fähigkeiten und mein Wissen weiter verbessern, um mehr Patienten zu helfen, besonders denen mit schweren Verletzungen. Aber mehr als das, ich möchte ein Mentor für jüngere Krankenschwestern und Pfleger sein, so wie meine Kollegen es während meiner Ausbildung für mich waren. Ich möchte das Wissen und die Mitgefühl weitergeben, die ich auf diesem Weg gelernt habe. Es klingt, als hätten Sie eine klare Vorstellung von Ihrer Zukunft, Darko. Ich schätze Ihre Leidenschaft, Ihre Hingabe und Ihr Verständnis dafür, was dieser Job erfordert. Sie sind genau die Art von Person, die wir hier brauchen. Vielen Dank, Frau Gruber. Ich bin sehr gespannt auf die Möglichkeit, mit einem so engagierten Team zu arbeiten. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gehört haben, Darko. Sie werden bald von uns hören. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Danke, Frau Gruber. Ich schätze die Gelegenheit wirklich.
Darko verlässt das Büro. Sein Herz ist voller Hoffnung. Er ist sich mehr denn je sicher, dass dies der richtige Weg für ihn ist. Nach ein paar Tagen erhält Darko den lang ersehnten Anruf. Sein Herz macht einen Sprung, als er die Stimme am anderen Ende hört. Herzlichen Glückwunsch, Darko. Sie haben uns während der Interviews beeindruckt und wir freuen uns, Ihnen die Stelle anzubieten. Wir sind begeistert, Sie in unserem Team zu haben. Ein Schwall der Erleichterung und Aufregung überkommt ihn. Er ist überglücklich, dass seine harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft für die Gesundheitsversorgung sich ausgezahlt haben. Es ist mehr als nur ein Job. Es ist eine Chance, einen echten Unterschied zu machen, Menschen in Not zu helfen und seinen Lebenstraum zu verwirklichen, sich um andere zu kümmern. Darko atmet tief durch, wissend, dass dies erst der Anfang einer langen und lohnenden Reise ist. Er ist bereit, die Herausforderungen anzunehmen und einen Unterschied im Leben seiner Patienten zu machen, beginnend mit seiner neuen Rolle im Krankenhaus. Seine Reise als Gesundheits- und Krankenpfleger beginnt gerade und er kann es kaum erwarten, seinen Fußabdruck zu hinterlassen.